Freunde, die Beta für Battlefield 6 ist endlich da und für jeden zugänglich und ich habe heute den perfekten Einsteiger-Guide für euch. Viel Spaß! Ihr wisst, auf meinem Kanal geht es immer darum, euch zu einem besseren Shooter-Spieler zu machen. Heute geht es um die Battlefield 6 Beta. Euch erwarten Settings, Grafikeinstellungen, Gameplay-Einstellungen und sehr wertvolle Gameplay-Tipps und Tricks für den Einstieg. Let's go! Manche von euch können das Spiel vielleicht gar nicht starten. Das liegt unter anderem daran, dass euer Secure Boot im BIOS nicht aktiviert ist. Besonders bei etwas älteren Systemen kann das passieren. Battlefield 6 bzw. DICE hat halt so ein Kernel-Anti-Cheat-Programm, was das voraussetzt. Ihr könnt einfach hier unten in der Suchleiste Gerätesicherheit eingeben und dann sicherer Start, sollte hier so ein grüner Haken dran sein. Wenn das der Fall ist, ist es aktiviert. Und wenn es nicht der Fall ist, müsst ihr das in eurem BIOS aktivieren. Also das heißt, beim Start vom PC irgendeine F-Taste drücken, müsst ihr mal googeln bzw. ChatGPT fragen, welche Taste ihr drücken müsst. Dann kommt ihr da ins BIOS-System und müsst da den sogenannten Secure Boot enablen. Der ist dann vielleicht disabled, also ausgeschaltet, und müsst es einschalten. Dann ganz kurz zu den Windows-Maus-Einstellungen. Gebt hier unten einfach Maus oder Mauseinstellungen ein, klickt hier drauf, dann öffnet sich dieses Fenster. Dann klickt ihr unten auf zusätzliche Mauseinstellungen, dann auf Zeigeroptionen. Und diesen Regler würde ich auf die Neutralposition, auf die Mitte, das ist der 6. Wenn das der erste Strich ist, ist das der 6. Strich einstellen. Und der Haken bei Zeigerbeschleunigung verbessern unbedingt rausnehmen. Noch einen Tipp, den ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen habt. Und zwar gebt ihr hier unten ein Nachtmodus. Dann klickt ihr drauf, dann öffnet sich dieses Fenster. Ich habe es deaktiviert. So sieht das aus im deaktivierten Zustand. Es ist alles viel heller und es tut auch mehr weh in den Augen. Man merkt das sofort, wenn man das nicht mehr kennt. Ich habe das immer an. Jetzt aktivieren. Das heißt, das ist eine Art Blaulichtfilter. Aus meiner Sicht, die YouTuber, die die ganzen Brillen mit diese gelblichen Brillen vertreiben, ist eigentlich Quatsch, weil man kann es schon im Bildschirm einstellen, beziehungsweise in den Windows-Einstellungen, dass eine Art Blaulichtfilter aktiviert ist. Man kann hier die Stärke noch einstellen, aber da bleibt er mal auf 50 und zockt so. Es ist viel entspannter für die Augen, viel gesünder für die Augen auf lange Sicht. Macht das unbedingt. Viele von euch werden das kennen, trotzdem sage ich es nochmal, Rechtsklick, weitere Optionen anzeigen, Nvidia Systemsteuerung. Dann öffnet sich dieses Fenster. Zuerst geht ihr auf Auflösung ändern und schaut, dass euer PC oder euer Bildschirm, mit dem ihr zockt, wenn ihr mehrere habt, auch wirklich die höchste Aktualisierungsrate eingestellt hat. Also schaut mal, was euer Bildschirm kann. Wenn er 120 Hertz kann, sollte das mindestens auch hier eingestellt sein. Und natürlich, dass die Auflösung passt. Dann geht ihr auf Desktop-Farbeinstellungen. Auch hier habe ich immer gerne bei meinem Bildschirm, mit dem ich zocke, Folgendes vorgenommen. Ich habe hier die digitale Farbanpassung auf 90 gemacht. Unter Rot und beziehungsweise unter alle Kanäle, ganz wichtig. Dann ist es einfach ein bisschen farbvoller. Mir persönlich gefällt das. So, wir fangen an mit den Ingame-Einstellungen und zuerst die Barrierefreiheit. Also die meisten Einstellungen, die hier unter Audio, Grafikeinstellungen, Steuerung und Controller zu finden sind, die sind dann auch in den Unteroptionen nachher wieder zu finden. Das macht das Ganze ein bisschen unübersichtlich. Ich werde jetzt trotzdem erstmal die Barrierefreiheit so ein Stück weit durchgehen. Habe hier bei den Untertiteleinstellungen, ja gut, da könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr die haben wollt oder nicht. Ein- und ausstellen könnt ihr das dort hier unter Modifizieren. Dann Tinnitus-Soundeffekte, Tonhöhe, Tinnitus-Soundeffekte auf ganz runter auf jeden Fall. Farbvoreinstellungen personalisiert. Dann Farbprofile modifizieren. Hier kann ich empfehlen, die verbündete Farbe auf ein stärkeres Blau oder eine andere Farbe zu machen. Upsala. Und das gleiche dann für feindliche Einheiten auf ein starkes Rot machen, dass es einfach stark und auch gut sichtbar ist. Kameraeffekte, wie gesagt, unter Grafikeinstellungen ist das nochmal zu finden. Da ist es aber ganz wichtig, dass ihr diese Bewegungsunschärfe rausmacht für Waffe und Welt, das Kamerawackeln ganz aus, chromatische Aberration und Infanterie-Fadenkreuz, Projektion, beides auf aus. Steuerung halten, umschalten, das ist ja so eine ewige Diskussion. Manche mögen es lieber gedrückt zu halten, manche mögen es lieber einmal drauf zu tippen, auch beim Reinvisieren. Also Waffenzoom, Infanterie halten. Ich habe es halt gerne, dass ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Das bin ich aus Call of Duty auch so gewohnt. Deswegen, das ist so ein bisschen persönliche Präferenz. Das könnt ihr hier vornehmen. Der Rest, was Tutorials und Hinweise angeht, auch hier ist es persönliche Präferenz, ob ihr diese Tutorials angezeigt bekommen wollt oder die Hinweise oder nicht. Also bei Fahrzeugsteuerung zum Beispiel macht es durchaus Sinn, finde ich. Wenn man jetzt nicht der
krasse Battlefield-Veteran ist. Ansonsten, wie gesagt, schaut, was da zu euch passt. So, dann haben wir hier den Reiter Gameplay. Auch hier gibt es wieder einen Haufen Dinge zum Einstellen. Was ich hier ausgestellt habe, ist Kamera in Landungsrolle drehen. Und zum Rutschen aus Sprint doppelt antippen habe ich auch aus, weil ich das auf eine extra Taste gebindet habe, was man gleich sieht. Und dieses Kamerading ist halt, man kennt das vielleicht aus einem Video, dass man sich so vorwärts rollt. Das macht die Kamera dann nicht, ne? Sondern das ist dann, ja, das stört mich halt einfach so ein bisschen. Das ist, was ich ausgestellt habe. Ansonsten habe ich hier mehr oder minder alles so gelassen. Und natürlich ganz wichtig, die Zielempfindlichkeit für Infanterie, in Klammern Maus, hier oben scheint Controller zu sein, habe ich halt auf 35. Ich spiele, das in Windows habt ihr eben gesehen, dann spiele ich 400 DPI und diese Einstellungen, da bin ich aber noch ein bisschen am Feilen. Bin noch nicht 100% zufrieden. Ich spiele 400 DPI grundsätzlich, rein technisch empfehle ich 1600. Ich spiele aber 400, damit meine Cursorgeschwindigkeit auf dem Desktop, hier im Menü und im Spiel ziemlich ähnlich ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich verlinke hier mal ein Video oben, wo ich das sehr ausführlich erklärt habe. So, jetzt sind wir bei den Tastatur- und Mauseinstellungen. Auch hier finden wir schon wieder die Zielempfindlichkeit. Haben wir ja eben für die Maus unter Gameplay schon eingestellt. Das ist das, was das so verwirrend macht, das Ganze. Wir gehen hier erstmal unter den Kontrolleinstellungen auf Modifizieren. Hier haben wir wieder die Zielempfindlichkeit und auch das Sichtfeld, also das Field of View. In Battlefield macht es eigentlich keinen Sinn, auf 120, so wie in Call of Duty oder Warzone zu spielen, sondern ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 100 und 110 kann ich hier empfehlen. Ich teste das im Moment auch noch aus. Wird wahrscheinlich so auf 105 hinauslaufen, wie es im Moment aussieht. So, bei der Bewegung habe ich noch einen ganz guten Tipp. Und zwar habe ich Rutschen beim Ducken auf Ducken halten gelegt. Ich hatte anfangs das Rutschen auf C gelegt und das Ducken nur auf STRG. Jetzt ist es aber so, wenn ich STRG dann aus dem Sprint drücke, dann rutscht der. Und mit Springen kann man das ja auch sozusagen slide canceln. Das ist also jetzt im Grunde genau wie in Call of Duty. Und wenn ich aber dann im Fight stehe und mich ducke, dann kann ich auch so dieses also nicht Bunny hoppen, sondern Duck hoppen, wenn man das so sagen will, machen, was relativ stark ist, auch hinter so Deckungen in diesem Spiel. Also das würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Dann haben wir hier wieder die Zoom-Einstellung, was ich eben schon meinte. Also ich drücke gerne Rechtsklick und halte das gedrückt. Also gehe dann ins Aim-Down-Zeit, halte das gedrückt und wenn ich loslasse, gehe ich wieder raus. Da muss ich nicht so viel rechts rumklicken. Das ist für mich, was eigentlich wieder zu einem besseren und ruhigeren Aim führt, als wenn ich die ganze Zeit ständig klicken muss. Das ist für mich persönlich einfach, habe ich das lieber, kann man natürlich auch umstellen. Ansonsten habe ich hier nichts Wesentliches umgestellt und auch keinen wesentlichen wichtigen Tipp für euch. So, jetzt sind wir bei den Grafikeinstellungen und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme, dass es nicht flüssig läuft und da habe ich was rausgefunden, was mir persönlich geholfen hat. Also erstmal sorgt dafür, dass ihr euren aktuellen Grafiktreiber habt, ganz wichtig, das war bei mir auch ein Faktor. Dann gehe ich erstmal die allgemeinen Einstellungen durch, bevor ich dann hier in die personalisierten Einstellungen der Grafik gehe. Wichtig dazu schon mal, hier müsst ihr alles auf personalisiert stellen, sonst könnt ihr hier, ist das so ausgegraut, könnt ihr hier keine Einstellungen vornehmen. So, dann gehen wir aber wieder zurück in die Grafikeinstellung. Das ist, was ich meine, wenn man da rausgeht, kommt man hier immer wieder zurück. Das ist total doof. Also wenn ich hier auf Modifizieren klicke, drücke Escape, bin ich hier wieder in der Barrierefreiheit. Muss jetzt wieder auf Grafikeinstellungen. Also merkt euch das, ist leider total doof. Das haben wir eben hier schon alles durchgegangen, ne? Das ist hier jetzt wieder dargestellt und das macht das Ganze halt einfach ein bisschen unübersichtlich. Klar, hier sollte das so passen, wie ihr das zuvor ja auch in der Nvidia-Einstellung vorgenommen habt. Ich habe 240 Hertz, das ist meine Auflösung. Vertikale Synchronisation habe ich aus. Ja, ansonsten habe ich hier alles so gelassen, wie es ist. Aber was mir geholfen hat, ist das auf randlos zu stellen. Beziehungsweise, wenn ihr merkt, im Spiel irgendwie läuft es gerade nicht so flüssig wie vor einer Stunde oder gestern, dann spielt hiermit mal rum. Stellt es mal auf Vollbild, mal auf randlos. Das hat bei mir einen enormen Unterschied gemacht, wirklich. So, Grafikeinstellungen, wie gesagt, stellt beides auf
personalisiert. Dann könnt ihr hier auf Modifizieren klicken und dann ist das auch nicht mehr ausgegraut. So, und ihr seht ganz schnell, ich habe nur Texturqualität, Texturfiltering und Gitterqualität auf Hoch bzw. Mittel und der Rest alles runter, alles komplett runter. Ganz ehrlich, Battlefield sieht so oder so geil aus und ihr wisst, auf meinem Kanal geht es darum, zu einem möglichst guten Shooter-Spieler zu werden. Deswegen alles leistungsorientiert, also möglichst viel FPS und nicht auf Qualität. Wenn ihr jetzt einen High-End-PC habt und wollt die geilste Qualität, dann könnt ihr natürlich alles auf Hoch stellen. Das macht dann sowieso keinen großen Unterschied wahrscheinlich. Aber ich will das Bestmögliche rausholen, dass es ein möglichst flüssiges Spielerlebnis ist, dass es möglichst wenig Ruckler gibt, damit ich mich nicht aufregen muss, dass ich vielleicht jetzt wegen irgendeinem komischen Ruckler down gegangen bin oder weil meine Kamera wackelt oder irgendwie ein komischer Nebel oder Schatten mir irgendeine Sicht genommen hat. Deswegen, diese Einstellung kann ich absolut empfehlen. Also in aller Kürze, wenn ihr möglichst viel Leistung haben wollt, übernehmt das einfach. So, dann gehen wir in die erweiterten Einstellungen. Der Grafikeinstellungen klicken auf Modifizieren. Die Auflösungsskala habe ich auf 100. Da kann man natürlich auch mit runtergehen, falls man Probleme hat. Aber ich würde das eigentlich grundsätzlich nicht empfehlen. Habe ich selbst auch nicht ausprobiert, aber kann man machen. Nvidia Reflex habe ich auf Aktiviert und Boost eingestellt. Auch da kann man ein bisschen rumexperimentieren, wenn man Probleme hat. Anti-Aliasing habe ich auf TAA und Hochskalierungstechnik habe ich auf Ausgestellt. Man kann hiermit bessere Frameraten erreichen, wenn man das auf DLSS stellt zum Beispiel oder FSR. Ich glaube, das hängt dann davon ab, ob man AMD und Nvidia hat. Ich kenne mich da nicht perfekt mit aus. Für mich klappt es so, wie es ist, sehr gut. Und eins sei aber noch gesagt, diese ganzen Frame Generation immer auf Ausstellen, weil jetzt endlich wird, das steht ja auch hier, mit Hilfe von KI zusätzliche Frames erzeugt, damit das Ganze flüssiger macht, auch besser FPS angezeigt wird. Aber das sind ja keine echten, das sind ja KI-generierte Frames. Und damit hast du ein Input-Lag, kann man das so sagen. Auf jeden Fall fühlt es sich dadurch auch komisch an und nicht flüssig und es sind ja auch keine echten Frames, von daher macht das gar keinen Sinn. Zumindest nicht in einem Multiplayer-Shooter, wo es auf Reaktionszeit ankommt. Dann sind wir auch schon in Audio-Einstellungen. Audiosystem, ja, kann man automatisch stellen. Ich habe es einfach auf meine Kopfhörer gestellt und dazu möchte ich auch noch mal ganz kurz was Allgemeines sagen. Ich habe hier so In-Ear-Kopfhörer von Hörlux, die kosten so 120 €. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist das von Beyerdynamics. Einfach ganz normal, ohne Mikrofon, ohne alles. Ich habe ein Standmikrofon, auch das empfehle ich. Einfach auf Kopfhörer, Stereo, das ist das, was ihr braucht in einem Shooter. Die ganze 7.1, was weiß ich, Surround-Sachen, die man da kaufen kann, ist alles nur Marketing aus meiner Sicht. Ich fahre damit sehr gut und in dem Fall Kopfhörer einstellen, Standardmix könnt ihr einstellen oder hohe Dynamik. Probiert das einfach mal aus. Auch ich teste das noch ein bisschen mit hoher Dynamik, muss ich sagen, höre ich die Steps gut und auch ja die Lautstärkenverhältnisse passen gut. Ich bin kein kein Audio-Experte, aber das passt für mich eben sehr, sehr gut und kann ich so ruhigen Gewissens empfehlen. Spiele gegen Bots, Spiele Durchbruch Einführung, das ist nicht nur gegen Bots, aber dort sind eben auch Bots vorhanden. Es ist alles etwas einfacher, weniger sweaty. Du kannst in Ruhe alles einstellen, deine ganzen Einstellungen einstellen und auch testen. Und du kannst dich mit den Fahrzeugen vertraut machen. Du kannst die verschiedenen Soldatenklassen spielen, verschiedene Waffen testen in etwas entspannterer Umgebung. Das Beste ist, du machst dennoch XP und levelst dabei deinen Charakter bzw. die Waffen. Das nächste, was ich euch mitgeben will, guckt euch die verschiedenen Klassen an, zum Beispiel Sturmsoldat. Versteht, dass jeder ein klassentypisches Gadget hat, in dem Falle den Adrenalin-Injektor. Versteht, dass die favorisierte Waffen haben und in diesen Waffen Vorteile haben, wie hier schnelleres Ziehen und Wechseln plus bessere Sprinterholung. Das seht ihr daran, dass diese blau unterlegt sind. Versteht, was es sonst noch für Vorteile hat. In dem Falle weiche Landung, also reduzierter Sturzschaden, ähnlich wie Bergsteiger in Call of Duty. Er kann eine Shotgun mitnehmen, er kann verschiedene Granaten mitnehmen, wobei die wieder grau unterlegt ist und mit bevorzugt wird. Es gibt Trainingspfade, Frontline. Ihr habt verschiedene Stufen, die ihr innerhalb der Spiele immer wieder freischalten könnt, von 0, 1, 2 bis hin zu einem Gadget, was ihr dann auch nochmal ziehen könnt. All das
Verständnis dafür führt dazu, dass ihr Situationen besser einschätzen könnt im Spiel, dass eure Game Sense steigt. Und genau, das solltet ihr euch bei allen einmal in Ruhe angucken. Lest euch das mal in Ruhe durch, was die Vor- und Nachteile sind, welche Waffen hier gespielt werden können, was die Trainingspfade bedeuten, beziehungsweise was man dann eben noch erreichen kann. Zum Beispiel, um das nur noch mal zu Ende zu führen, beim Scharfschützen kann man hier auch auf den Trainingspfad klicken und in Stufe 2 Kill bestätigt. Wenn du dann einen Kopfschuss gibst, kann das gegnerische Team den hier nicht mehr wiederbeleben, kann auch dazu führen, dass du verstehst, warum du in dem Moment nicht wiederbeleben werden konntest. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, ich verlinke euch hier oben nochmal ein Video zu einer genaueren Erklärung. Nutzt den Schießstand. Battlefield bietet die Möglichkeit, ähnlich wie in anderen Spielen, dass du deine Waffe anpassen kannst. Du kannst also verschiedene Aufsätze drauf machen und diese auch sofort testen kannst. Also beispielsweise, wenn ich mir hier einen anderen Aufsatz drauf packe, kann ich hier auf Schießstand klicken. Und zack, bin ich im Schießstand und kann es auch sofort testen. Ein weiterer Riesenvorteil ist, zu verstehen, wie der Recoil ist von dieser Waffe. Ja? Er geht also in dem Falle nach oben und leicht nach rechts. Das heißt, ich muss im Prinzip runterziehen und leicht nach links, um diese gut kontrollieren zu können. Das kann man super in dem Schießstand üben und ist dann auch gar nicht mehr so schwer, wenn man es einmal raus hat. Und das dann im Kampf integrieren. Also Schießstand absolut integrieren, Waffen testen, Aufsätze testen. Und nutzt die Aufstützfunktion. Mit F auf Maus und Keyboard kann man eine Waffe aufstützen. Das wird einem nicht angezeigt. Bei mir ist es die Taste F, ist auch Standard. Nutzt das einfach, weil dann könnt ihr den Recoil noch viel einfacher kontrollieren. Absolut empfehlenswert und es ist in vielen Situationen, gerade in Battlefield, wo man irgendwelche Ecken halten muss, super vorteilhaft. Besonders auf den kleineren Karten bietet sich auch häufig mal an, einfach auch mal zu flankieren und weitere Wege zu gehen, um die Gegner von hinten zu überraschen, beziehungsweise Spots weiter hinten einnehmen zu können. Aber ständig nur diese Methode zu machen, ist dann auch wiederum nicht hilfreich. Man muss dann so einen guten Mittelweg finden. Wenn ihr im Team spielt, einigt euch, dass vielleicht ein, zwei flankieren, während die anderen straight drauf zulaufen. Das hilft aber auf jeden Fall, um den Gegner zu überraschen. Aber wenn ihr dann beispielsweise C eingenommen habt und B umlaufen habt, dann gewöhnt euch auch einfach mal an, einen Spot zu halten und nicht immer von Spot zu rennen. Auch die Verteidigung eines Spots ist manchmal extrem hilfreich und der Schlüssel zum Teamerfolg. Ganz wichtig. Wenn ihr down seid, dann zieht nicht direkt durch, sondern gebt euren Mates auch die Chance, euch wiederzuholen. Wenn ihr das Wiederholen anfordert, könnt ihr das Ganze sogar noch verzögern und mehr Zeit gewinnen, dass ihr nicht so schnell down geht. Aber bitte zieht nicht immer direkt durch, sondern gebt euren Mates einfach die Chance. Wenn ihr selber eure Mates wiederbelebt als Nicht-Support-Spieler und ihr es dann mit dem Stim macht, dann nutzt die coole Mechanik von Battlefield 6, indem ihr den Gegner ziehen könnt. Bitte zieht ihn hinter die Deckung, während ihr revived. Das hilft in vielen Situationen auf jeden Fall. Wenn ihr wiederum down seid, vergesst auch eine Sache nicht und auch allgemein, markiert die Gegner auf Maus und Tastatur standardmäßig auf Q. Drückt Q ständig. Versucht die Gegner immer zu markieren, damit auch eure Mates wissen, wo die Gegner sind. Auch wenn ihr down seid und noch nicht durchgezogen habt, könnt ihr die Gegner markieren und eurem Squad somit im Prinzip sagen, wo sie sind. Also ein sehr hilfreicher Tipp, unbedingt nutzen. Beim Thema Markieren, wenn ihr Q gedrückt haltet, könnt ihr auch Sachen anfordern, wie zum Beispiel Ammo oder eben Health. Auch das nutzt das, damit eure Mates wissen, dass ihr das braucht. Ihr müsst es ja sagen und kommunizieren, damit sie es wissen. Probiert's aus. Lerne das Movement von Battlefield 6 kennen und integriere es in deinen Fight. Fang an, das Sliden zu nutzen, das Diven zu nutzen, das Hinlegen zu nutzen und vor allem das Sliden. Du kannst auch aus dem Sprung sliden, so in Call of Duty nennt man es G-Slide zu machen. Du kannst auch einen G-Slide um Ecken machen. All das hilft dir später, um dir wieder diesen kleinen Vorteil im Zweikampf zu kriegen und somit zu gewinnen. Du kannst übrigens auch aus höheren Höhen springen und kurz bevor du aufkommst, wieder springen, drücken, dann gehst du in so eine Rolle über, man kennt das vielleicht aus den Videos und dadurch erleidest du weniger Fallschaden. Wenn ihr viel im Fahrzeug unterwegs seid, dann achtet mal darauf. Es gibt Reparaturstationen. Merkt euch auf den Karten, wo diese sind und plant ja euer Vorgehen entsprechend. Denn ihr könnt euch immer wieder dahin zurückziehen und euer Fahrzeug reparieren. Natürlich empfiehlt es sich hier auch im Team zu spielen
und dass ihr auch entsprechend Pionier seid und euer Reparaturwerkzeug dabei habt. Denn das ist am Ende immer, es war damals auch schon so, der entscheidende Vorteil gegen die gegnerischen Fahrzeuge. Nicht nur das Movement solltet ihr in eurem Gunfight integrieren, sondern gewöhnt euch auch an, eure Gadgets bzw. all das, was euch zur Verfügung steht, zu nutzen, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Nutzt die Flashes, nutzt die Granatwerfer, nutzt die Shotgun, nutzt die Stims. All das sind Sachen, die ihr habt und wenn ihr down geht, ja wieder habt. Also versucht das Beste draus zu machen und nicht starr mit eurer Waffe zu spielen, sondern lernt schnell die Waffen zu wechseln, lernt die Tasten gut kennen, nimmt es in euer Muscle Memory auf, wo diese sind und nutzt bzw. integriert das in euren Gunfight. Mit dem Granatwerfer könnt ihr auch zum Beispiel euch neue Wege schaffen, Wände durchbrechen, um somit den Gegner wiederum zu überraschen und euch einen Vorteil zu verschaffen. Nutzt Deckungen, lernt die Wege kennen, lernt die Winkel kennen, lernt einfach die typischen Spots kennen, nutzt die Deckung und vor allem nutzt Head-Glitches. Mit einem Head-Glitch bzw. der entsprechenden Deckung seid ihr fast immer im Vorteil und könnt richtig abräumen. Lernt die Minimap richtig zu interpretieren. Dort werden dir nicht nur deine Verbündeten, sondern auch die Gegner angezeigt und auch so Sachen wie Reparaturstationen. Übrigens, die Gegner werden in roten Rauten dargestellt und wenn ein schwarzer Pfeil innerhalb der roten Raute ist, zeigt es dir an, ob der Gegner in irgendeiner Ebene über dir oder unter dir ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann unterstützt mich jetzt gerne mit einem Abo, Like und Kommentar. Wenn ihr auf der Suche nach einer netten Community für Battlefield und Call of Duty seid, dann joint. Unten ist der Link unserem kostenlosen Discord und ansonsten freue ich mich auf euch und sage bis zum nächsten Video.